Ausstellung der europaübergreifenden Künstlerinnengruppe Artists in Masks in Murnau am Staffelsee. Von heute an bis zum Ende der Ausstellung am 5. März werde ich jeweils vor einem ausgewählten Werk der Ausstellung Auszüge aus meinem neuen Buch vorlesen. Das Buch heißt 93 Tage in Italien, ein europäisches Künstlertagebuch. Sie sehen heute ein Werk der niederländischen Künstlerin Franziska van Vloten mit dem Titel The Soup. Ercolano in Campania, Donnerstag, 10. Januar 2019. In direkter Nachbarschaft zum Frisiertisch drängen sich die eindeutigen Formen einer hochgewachsenen Schneiderpuppe auf. Ihr schwarzes Gerippe stützt ein luftiges Sommerkleid, ganz in weiß, übersät von schwarzen Pünktchen. Ein durchsichtiger Tüllschal umspielt, schwarz durchbrochen, das angedeutete Dekolleté, das umkränzt von einem Band aus künstlichen Rosen Volumen vortäuscht. Ganz oben dann, kurz vor dem Bereich, in dem der Hals abgeschnitten in die Leere ragt, umspielt ein zweiter Rosenkranz die Amputation. Man kann sich diesem Anblick nur schwer entziehen. Die Morgenroutine will nicht so recht anlaufen. Während Uta das winzige Badezimmer flutet, springe ich zwischen den bescheidenen Flur, der als Küche dient, und dem Schlafsaal hin und her. Mit jedem neuen Schritt über die krumme Schwelle tausche ich Stift und Zeichenblock erneut gegen Teller, Tassen und andere Frühstücksutensilien aus. Schließlich sitzen wir auf wackeligen Stühlen vor dem gebrechlichen Tischlein und lassen den Kamin nicht aus den Augen. Trotz der Kälte fühlen wir uns hier wohl. Der Kaffee duftet köstlich. Schritte nähern sich von draußen. Elisa klopft an und erscheint im Türrahmen als Inkarnation einer italienischen Mama, wie ich sie mir aus all meinen Vorurteilen nicht perfekter hätte zusammenreimen können. Mit einer Mischung aus Güte und Dominanz drückt ihre Miene unmissverständlich aus, was wir als nächstes zu tun haben. Fleißig essen. Um dieser Anweisung Nachdruck zu verleihen, stellt sie einen Korb frisch gepflückter Mandarinen auf den Boden, denn das Tischlein bordet bereits über vor anderen Nahrungsmitteln, überwiegend Gastgeschenke, die Elisa bereits in der Küche für dieses Frühstück bereitgelegt hatte. Übergangslos mündet unser Wohlgefühl in Glückseligkeit. Nachdem sich Elisa diskret zurückgezogen hat, sitzen wir noch lange im Stübchen, Coco auf dem Läufer zu unseren Füßen und lauschen Radio Mozart. Nach einem erneuten Abstecher in den üppigen Bauerngarten, Coco wird heute die Wohnung bewachen, bietet sich Antonio an, uns in die Stadt zu begleiten und helfend zu instruieren, wie wir am schnellsten zu den Ausgrabungsstätten, den Scavi d'Ercolano, gelangen. Rein äußerlich imponiert er als das gerade Gegenteil seiner Frau. Hochgewachsen, sehr schlank und jede Sekunde in Bewegung. Während der geviertelten Stunde, die wir gemeinsam über Gassen, Straßen und Plätze hasten, wird er nicht müde, Elisas Kochkünste zu loben. Wie gelingt es ihm, so schlank zu bleiben? An jeder Ecke scheint Antonio jemanden zu kennen. Rufe und Schulterklopfen werden ausgetauscht und schließlich führt er uns in eine kleine Bar, wo wir mit ihm quasi im Vorbeilaufen einen Vero Caffè Napoletano hinunterkippen. Kurze Zeit später finden wir uns in den Scavi wieder und durchforschen für die Dauer einiger Stunden die Ausgrabungen des einst verschütteten Herculaneum.